U-Boote für Neuschwabenland. Die Versorgung von einer Basis in Neuschwabenland sollte mit U-Booten erfolgen. Auch wird berichtet, dass U-Boote unter das Eis der Antarktis tauchen konnten, um in eine Basis zu gelangen. Kritiker hingegen sehen bei den deutschen U-Booten das gewichtigste Argument, dass es eine solche Basis nicht gegeben hat. Die Reichweite der deutschen U-Boote hätte einfach nicht ausgereicht. Dass U-Boote eine Schlüsselposition bei einer Basis im ewigen Eis hatten, wurde erstmals von Admiral Karl Dönitz im Umlauf gebracht. Zitat: Die deutsche U-Boot-Flotte ist stolz, ein irdisches Paradies, eine uneinnehmbare Festung für den Führer gebaut zu haben, am unteren Ende der Welt. Admiral Karl Dönitz im Jahre 1943. Doch ist es möglich, mit einem U-Boot die Antarktis zu erreichen? Wir prüfen die Fakten und schauen uns die U-Boote genauer an. Wir konnten 6 Wochen unter Wasser bleiben, ohne aufzutauchen, und hatten einen Aktionsradius von ein Dreivierteljahr, ohne versorgt zu werden. Diese Boote sollten mit 400 Booten die Küste von Amerikas blockieren. Jetzt erzähle ich mal was. Der Mythos um die Basis 211 in Neuschwabenland in der Antarktis und das Problem mit den deutschen U-Booten. Schauen wir zunächst auf das modernste U-Boot des Zweiten Weltkrieges, welches den Namen Unterseeboot auch wirklich gerecht wurde, da bis dato U-Boote im besten Falle eher Tauchboote waren. Die Rede ist vom Typ 21, ein Unterseeboot aus deutscher Entwicklung und Produktion, welches den U-Boot-Bau revolutionierte und in alle nachfolgenden U-Boote Einzug erhielt. Das erste nuklear angetriebene U-Boot, die USS Nautilus, stammt von diesem U-Boot ab. Der Typ 21 wurde in nur 3 Monaten entwickelt und war allen anderen U-Booten dieser Welt haushoch überlegen. Ab 1944 ging der Typ 21 in Serie, wobei auch sein Bau eine Revolution darstellte. Das Boot hat eine Länge von 76 Metern und eine Wasserverdrängung von 1600 Tonnen. Typ 21 konnte als erstes U-Boot der Welt unter Wasser schneller fahren als über Wasser. Getaucht schaffte das Boot mit den Elektromotoren eine Geschwindigkeit von knapp 18 Knoten, also knapp 33 km/h, und über Wasser mit den Dieselmotoren knapp 16 Knoten. Typ 21 war also unter Wasser schneller als jeder alliierte Konvoi. Doch zudem konnte der Typ 21 knapp 6 Wochen unter Wasser bleiben. Es musste nicht auftauchen. Diese technische Meisterleistung gelang den deutschen Ingenieuren durch einen Schnorchel. Waren die Batterien leer gefahren, so musste das Boot auf Seerohrtiefe gehen, fuhr sein Schnorchel aus und konnte so die Dieselmotoren betreiben, die wiederum die Batterien aufgeladen haben. Um die Hochleistungsbatterien aufzuladen, benötigten die Dieselmotoren lediglich 5 Stunden. Somit musste der Typ 21 nicht auftauchen, um die Dieselmotoren zu betreiben. Kein anderes U-Boot konnte abgetaucht die Dieselmotoren benutzen. Dies ermöglichte dem Typ 21, sich ohne dem Feind preiszugeben, an jedem Ort der Welt zu operieren. Der Schnorchel war eine technische Meisterleistung der Ingenieure. Er besaß ein Rückschlagventil, welches Eindringen von Wasser verhinderte. Sollte hoher Wellengang herrschen, so konnte der Schnorchel trotzdem betrieben werden, da das Ventil die Luftzufuhr kappte, wenn eine Welle über den Schnorchel schlug und er unter Wasser war. Der Schnorchel war nicht direkt mit den Dieselmotoren verbunden. Deswegen bestand auch nicht die Gefahr, dass die Dieselmotoren aus Luftmangel ausgingen, wenn das Ventil geschlossen war. Es war somit eine indirekte Belüftung. Die Ingenieure führten die Luftleitung vom Schnorchel in den Maschinenraum vom Typ 21. Das Ende der Leitung war über dem Luftfilter der Dieselmotoren und füllte den Maschinenraum mit frischer Luft. Sollte das Ventil geschlossen sein und die Luftzufuhr dadurch gekappt werden, saugten die Motoren einfach die Umgebungsluft des Bootes an. Das stellte den reibungslosen Betrieb der Motoren bei Tauchfahrt sicher. Ab 1944 war es den Alliierten möglich, selbst Schnorchel oder Seerohre mit ihrem neuen Radar zu orten. Aber auch darauf hatten die deutschen Ingenieure eine Antwort. Eine neue Tarnmöglichkeit, um vor den alliierten Radar unsichtbar zu sein, betrat das Schlachtfeld. Es trug den Namen Schornsteinfeger. Schornsteinfeger bestand aus einer absorbierenden Beschichtung, Gummi, also eine Absorptionsschicht. Absorption bezeichnet in der Physik allgemein die Schwächung von elektromagnetischer oder Teilchenstrahlung beim Eindringen in ein Medium. Somit konnten die deutschen U-Boote sich fortan dem feindlichen Radar entziehen. Sie waren nicht unsichtbar, aber wesentlich schwerer von dem feindlichen Radar zu lokalisieren.
Eine der bahnbrechendsten Innovationen deutscher Ingenieurkunst war das System mit dem Namen Nibelungen. Nibelungen war ein Echolotsystem, das das bisherige optische Zielen über das Seerohr überflüssig machte. Das Boot musste nicht wie vorher das Seerohr ausfahren, das Ziel aufnehmen, Berechnungen anstellen, um dann Torpedos abzufeuern. Nibelungen übernahm das und das Boot konnte die ebenfalls 9 lageunabhängigen Torpedos abfeuern, ohne dem Gegner seine Position preiszugeben. Auch wenn das U-Boot sich zu seinem Ziel abgewandt befand, konnte der Torpedo in die entgegengesetzte Richtung abgefeuert werden und er fand trotzdem sein Ziel. Das ist nur ein kleiner Teil der Innovationen, die diese neue Waffe mit sich brachte. Kommen wir nun zu der Produktion. Da Deutschland von den alliierten Bomberstaffeln heftig getroffen wurde, jeden Tag wurden Rüstung, Industrie und zivile Städte angeflogen und bombardiert, war der reibungslose Ablauf der Produktion nicht sichergestellt und wurde empfindlich gestört. Neue Techniken mussten her. Also überlegten sich die Konstrukteure, wie man dieses Boot zuverlässig und in großer Stückzahl fertigen konnte. Man entschloss sich dazu, das Boot in Sektionen zu unterteilen und erst in Küstennähe zu entmontieren. Jetzt konnte man überall im Reich einzelne Sektionen herstellen. Wenn doch eine Fabrik gefunden und angegriffen wurde, dann fiel nicht die komplette Serie aus. Aus dem Inland wurden die einzelnen Sektionen an die Küste verbracht und schließlich zu einem vollständigen U-Boot zusammengefügt. Ein großer Vorteil ergab sich zudem. Um eine geheime Flotte zu errichten, die Neuschwabenland versorgen sollte, brauchte man nur einzelne Sektionen umleiten, an einem geheimen Ort entmontieren und man hatte ein fertiges U-Boot, das in keiner Liste auftauchte, weder in Werfbüchern noch in Indienststellungsbüchern der Kriegsmarine. Und es wurden mehr Sektionen als U-Boote gebaut. Zudem war der Kreis an mitwissenden Personen recht klein, ein weiterer Vorteil für eine geheime Flotte. Ein weiteres deutliches Indiz lieferte den Umfang der Produktion von diesen U-Boot-Typen. Alle anderen Marineprojekte wurden zurückgestellt und auch die Rohstoffe hätte man dringender für die Produktion von Panzerkampfwagen benötigt. Doch warum geschah das? Karl Dönitz forderte von Anfang des Krieges immer mehr U-Boote. Erst als die Erfolge der U-Boote deutlich messbar waren, gab Hitler den Bau weiterer U-Boote frei. 1943 stagnierten die Erfolge und viele U-Boote gingen verloren. Die Sinnhaftigkeit der U-Boot-Waffe war nur noch bedingt gegeben. Doch konnte Dönitz es schaffen, immer neue und größere U-Boot-Typen in Auftrag zu geben und Hitler stand dahinter. Ein weiteres Indiz für die Wichtigkeit einer U-Boot-Waffe oder doch nur ein Indiz auf eine deutsche Basis im ewigen Eis. Vom Typ 21 wurden von Mitte 1944 bis Mai 1945 über 130 Boote gebaut und das nach offiziellen Angaben. Trotzdem wurde kein einziges von ihnen an die Front geschickt. Vielmehr waren sie Schulungsboote, um Besatzungen auszubilden. Jetzt stellt sich die Frage, warum man dem modernsten U-Boot der Welt, auch als Wunderwaffe bezeichnet, eine solch hohe Priorität zuteilt und andere Projekte deswegen verwarf und diese Boote nie in den Kampf schickte. Diese Waffe hätte das Kriegsgeschehen tatsächlich noch wenden können. Oder war es gezielt und gewollt, da man von der unabwendbaren Niederlage wusste und bereits seine Absetzung plante oder diese bereits auf Hochtouren lief? Baute man deswegen diese riesigen U-Boote in hoher Stückzahl, gab ihnen offiziell eine andere Verwendung und schaffte im Geheimen ein Transportmittel, um seine Regierung und Infrastruktur an einen sicheren Ort zu verlagern? Hinzu kommt noch die Tatsache, dass die Liste vermisster deutscher U-Boote bis heute immer noch lang ist. Wo sind also diese U-Boote verblieben? Und wo sind die überzähligen Sektionen des Typs 21? Waren es fertige Boote und sind diese mit Ziel Neuschwabenland in See gestochen und sind deswegen bis heute verschollen? Doch schauen wir jetzt auf die Reichweite der U-Boote und ob sie es schaffen konnten, in die Antarktis zu gelangen. Kritiker nehmen immer die vergleichsweise geringe Reichweite von U-Booten im Gegensatz zu Schiffen. Das ist auch richtig, denn immer wird der Typ 7, das Arbeitspferd und das meistgebaute U-Boot der Kriegsmarine genommen. Dieser Typ schaffte eine Strecke von ca. 10.000 Kilometern, also ca. 5.400 Seemeilen. Die Antarktis wäre für diese U-Boote nonstop unerreichbar gewesen.
Die Strecke von Deutschland in die Antarktis beträgt ca. 14.200 Kilometer Luftlinie und eine Fahrstrecke von ca. 15.000 Kilometern, was etwa 8.000 Seemeilen entspricht. Dies sind die ungefähren Entfernungen von Deutschland zur Antarktis, wobei sie den Löwenanteil widerspiegeln. Da es kein genaues Ziel in Neuschwabenland gibt, welches deutsche U-Boote ansteuerten, lässt sich über die eigentliche Entfernung keine genauen Angaben, weder in Seemeilen noch in Kilometern anstellen. Der Typ 21 konnte diese Strecke aber mühelos bewältigen, da er eine Reichweite von fast 12.000 Seemeilen, also ca. 22.000 Kilometern besaß. Aber nicht nur der Typ 21 war in der Lage, die Antarktis nonstop zu erreichen. Bereits im Jahre 1941 hatte der größere hochseetaugliche U-Boot-Typ 7C eine Reichweite von knapp 15.000 Seemeilen. Auch dieser U-Boot-Typ war in der Lage, mühelos die Antarktis zu erreichen und danach weiter nach Südamerika zu fahren, um dort aufgetankt zu werden, um dann weiter in das Reich zu fahren. Auch das spricht für den Einsatz von U-Booten in Neuschwabenland. Die erweiterte Aufgabe der deutsch-antarktischen Expedition im Jahre 1938/39, die Neuschwabenland erschloss. Die Expedition hatte nach Beendigung die Aufgabe erhalten, in Südamerika Orte für die verdeckte Versorgung von U-Booten zu lokalisieren. Warum sollte man bereits im Jahre 1939 solche Ziele verfolgt haben, da an einen Konflikt außerhalb Europas noch nicht zu denken war? Eines kann man mit Sicherheit sagen: Die Deutschen haben nie etwas grundlos gemacht. Immer verfolgten sie genaue Ziele hinter ihrem Handeln. Plante man hier bereits die Basis 211 im bzw. unter dem ewigen Eis, da die Wissenschaftler während ihrer Expedition das gefunden haben, was sie gesucht hatten? Fakt ist, bereits im Jahre 1941 waren deutsche U-Boote in der Lage, nonstop die Antarktis zu erreichen und von dort aus weiterzufahren oder direkt umzukehren, um mit nur einem Zwischenstopp von Deutschland in die Antarktis und zurück nach Deutschland zu gelangen. Und das auf herkömmliche Weise. Nicht auszudenken, was diese U-Boote erreichen konnten, wenn sie mit dem geheimen Antrieb von Schauberger ausgestattet wurden, auf welchen Viktor Schauberger ein Patent hatte. Es geht spannend weiter. Demnächst beleuchten wir weitere Hintergründe zur Basis 211 in der Antarktis. Schaltet auch demnächst wieder ein.